Hi, ich bin Sandra, the Coaching Artist, und in diesem Tutorial zeige ich dir, wie du ganz leicht digital einen realistischen menschlichen Schädel zeichnen kannst. Also, los geht's! Öffne Procreate und erstelle zunächst eine neue Leinwand. Da würde ich dir empfehlen, dadurch, dass wir eine frontale Ansicht von dem Schädel zeichnen, hier vielleicht auf eine quadratische Vorlage zu gehen, zum Beispiel 2000 x 2000 Pixel. Wähle dann einen einfachen Skizzenbrush. Ich habe hier jetzt einfach mal einen Standard hartrunden Brush gewählt. Ja, nichts Besonderes, vielleicht ein bisschen größer. Von der Pinselspitze her gehen und nicht ganz so dunkel. Kannst du ruhig auch so ein mittleres Grau hier verwenden. Das macht das Skizzieren immer ein bisschen leichter. Und dann fängst du einfach an, indem du einen Kreis zeichnest. Und zwar kannst du das auf mehrere Arten machen. Entweder du zeichnest locker mehrfach übereinander eine Kreisform, dann ergibt sich irgendwann eine relativ symmetrische Kreisform, oder in Procreate kannst du auch eine Zeichenhilfe nutzen. Da zeichnest du einfach einmal einen Kreis, hältst den kurz an und dann siehst du schon, wurde es auch schon begradigt. Wenn du nochmal mit einem Finger drauf tappst, siehst du, ist wirklich ein perfekt runder Kreis entstanden. Das ist ziemlich nice. Geht aktuell nur in Procreate, ja, das kannst du also auch nutzen, diese Zeichenhilfe. Und dann erstellst du eine Mittellinie durch den Kreis hindurch. Auch hier kannst du wieder die Zeichenhilfe nutzen und es ist schon relativ mittig. Sollte das nicht der Fall sein, gehst du einfach hier nochmal auf Linie drauf und dann kannst du diese auch nochmal passend verschieben, bis es wirklich in der Mitte ist. Und da das gesamte Gesicht bzw. der Schädel in frontaler Ansicht auch symmetrisch ist, würde ich dir empfehlen, allein diese Mittellinie macht es schon leichter, dass du nachfolgend alle Merkmale symmetrisch zeichnest, aber in Procreate haben wir noch eine Hilfe. Geh da einfach mal in das Aktionsmenü, da unter Leinwand, aktiviere die Zeichenhilfe und dann geh unter Zeichenhilfe bearbeiten. Da findest du hier die Symmetrie-Option und damit legst du auch nochmal eine Mittellinie an, die ich hier exakt auf der bereits gezeichneten Mittellinie positioniere. Klicke auf Fertig und dann, wenn ich etwas auf der einen Seite zeichne, siehst du, wird das auch automatisch auf die andere projiziert. Ja, da kannst du dir auch nochmal jede Menge Zeit und Schritte beim Zeichnen sparen. Bevor wir jetzt aber weitergehen, schau, dass du den Kreis nochmal so ein bisschen hier oben anpasst, ja, dass du hier oben noch so ein bisschen drüber hinaus zeichnest, muss nicht ganz so weit sein, aber so ein Ticken drüber hinaus, denn der Schädel ist nicht eine wirklich perfekte Kugel. Ja, das wollen wir eigentlich nur als Hilfe nutzen, als Start diesen Kreis, aber den solltest du immer noch mal so ein bisschen bearbeiten, ja, weil der Schädel an dieser Stelle tatsächlich ein bisschen dicker, ein bisschen breiter ist, um das Gehirn darin besser zu schützen. Ja, also das nur eine Annäherung der Kreis, den du für realistischere Ergebnisse immer noch mal so ein bisschen bearbeiten solltest. Also zum Beispiel eben hier oben mit diesen leicht breiteren Enden. Als nächstes solltest du nun diesen etwas deformierten Kreis halbieren. Also einmal auch hier eine Linie durch die Mitte ziehen, gern Zeichenhilfe wieder verwenden. So, ja, dann haben wir nämlich einmal das Kranium, den oberen Teil des Schädels, erstellt und auch direkt definiert, wo sich die Augenhöhlen befinden, denn diese sind etwas leicht unterhalb dieser gezeichneten Hälfte. Ja, etwa, wenn wir das Ganze uns geviertelt vorstellen, das tue ich nur mal kurz gerade vorzeichnen, musst du nicht, dann befinden diese sich etwa auf dieser Höhe und auch, wie du siehst, nicht irgendwie, ja, nicht irgendwelche Quadrate oder gar Kreise, das willst du vermeiden, nein, das sind leicht gewinkelte Rechtecke bzw. Quadrate. Ja, es kann auch ein bisschen schmaler sein, aber eher so eine Form zeichnest du jetzt leicht unterhalb dieser halbierten Linie ein. Kannst es auch gern bereits mit einem Grauton füllen, das ist dir überlassen. So, und dann hättest du auch schon die Augenhöhlen gefunden. Als nächstes gilt es, die gesamte Höhe von dem Schädel zu finden, beziehungsweise das Kinnende. Und das tust du, indem du einfach eine Hälfte von diesem Kranium von dem Kreis nimmst, ja, diesen Abstand hier, einen von den beiden, die sollten ja gleich sein, und diesen projizierst du jetzt noch einmal nach unten. Ja, also kannst du gern so ein bisschen mit den Fingern andeuten, um das besser abzuschätzen. Ja, in etwa hier, es muss jetzt nicht auf einen Millimeter genau sein, aber ungefähr da sollte der Schädel zu Ende sein, beziehungsweise da eben das Kinn sich befinden von dem Schädel. Ja, und das in etwa die Schädelhöhe hier
ein Drittel ausmacht, beziehungsweise ein Drittel hier für diesen Stirnbereich, dann ein Drittel für Augenhöhlen, Nasenhöhlen und so weiter und dann noch ein Drittel für den Kiefer bis zum Kinn. Ja, das ist hier einmal die Höhe von einem Schädel, ganz grob in Proportionen heruntergebrochen. Und wenn ich schon von Kiefer spreche, ja, das Kinn, da wo es endet, ist auch der Unterkiefer zu Ende, dann gibt es natürlich auch einen Oberkiefer, den du ebenfalls einzeichnen kannst. Und zwar, wenn du dir einmal die Mittellinie von diesem letzten Drittel, ja, von diesem Bereich vorstellst und da etwas oberhalb dieser Mittellinie gehst, dann hast du den Oberkiefer bzw. das Ende davon gefunden. Kannst du einmal ganz locker, ganz grob hier zunächst einmal als einfache Linie vorzeichnen. Und dieser dient dir jetzt auch als wichtiger Orientierungspunkt, denn bisher haben wir die meisten Merkmale erst einmal nur grob positioniert, jetzt geht es an das Auszeichnen. Und zwar kannst du einmal, wenn du bei der Höhe der Augenhöhlen, ja, also an diesen äußeren Rändern nach unten gehst, kannst du auch gern einmal ganz hell einzeichnen, ja, mit einer geraden Linie, wenn du das verlängerst. Da findest du nämlich den äußeren Rand des Unterkiefers, der nämlich sich abwinkelt auf der Höhe des Oberkiefers. Ja, also da einmal einen Winkel einzeichnen und dann von da aus diagonal zum Ende, was wir bereits markiert hatten, ja, zu dem Kinn hinzeichnen. Dann hast du bereits den Unterkiefer. Ja, und bitte auch hier Abstand halten. Du siehst, ich habe hier wirklich auch eine gerade Linie in der Mitte. Wir sind hier nicht bei Anime-Schädel, ja, wo du so ein spitzes Kinn hast, sondern ein realistischer Unterkiefer hat eben hier ein Kinn und entsprechend auch etwas Abstand zwischen den zwei diagonalen Hälften. So, und ähnlich wie zuvor geht es jetzt nach dem Unterkiefer wieder zurück zum Oberkiefer, dessen Form wir jetzt auch genauer definieren. Und zwar kannst du dir merken, dass der Oberkiefer so eine Art Muschelform hat. Ja, der medizinische Terminus ist dafür Maxilla und diese, ja, der Oberkiefer, der sieht aus wirklich wie so eine Muschelform, ganz grob vereinfacht und zumindest in frontaler Ansicht. Das heißt, wenn du den wirklich gut hier auch einzeichnen und finden möchtest, dann zeichnest du einmal diese Muschelform grob ein und zwar eben hier diese gebogenen Enden an diese Linie, die wir bereits gefunden haben und dann grob angedeutet durch die Augenhöhle hindurch. Ja, so ein bisschen mittig. Wenn du diese Form gefunden hast, hast du die Maxilla gefunden, den Oberkiefer und in dessen Zentrum, da bis zum Rand deines Kreises, da kannst du jetzt die Nasenhöhlen einzeichnen. Ja, so ein bisschen eine Birnenform in etwa, sowas hier, das ist die Nasenhöhle. Das im Zentrum verorten kannst du auch gern schon bereits einschattieren. Ja, und dann hast du auch schon ein bisschen mehr die Schädelform, die du kennst. Und im Endeffekt sind wir da jetzt auch schon fast am Ende. Jetzt gilt es eigentlich nur noch, diese äußere Silhouette zu vervollständigen. Das kannst du tun, indem du hier oben an der Temporallinie startest, die sich etwas oberhalb von der Augenhöhle befindet. Ja, also hier leicht diagonal eine Linie ansetzen, die etwas ausläuft. Ja, diese seitliche Schädellinie, Temporallinie nennt sich das. Dann gehst du hier weiter einen kleinen Rand an der Augenhöhle hier da lassen, dann folgt der Jochbeinbogen, der ein bisschen weiter außerhalb von dem Gesicht bzw. Schädel steht. Dann das eigentliche Jochbein, was diagonal positioniert ist, also ein bisschen weiter nach innen positioniert. Und dann setzt du einfach, ich hätte es noch ein bisschen weiter zeichnen können, also ruhig ein bisschen dicker hier der Bogen und dann setzt du hier an, wo wir bereits die Maxilla gezeichnet hatten, ja, Jochbeinbogen hin zur Maxilla. Muss nicht ganz so breit sein, kannst du gerne nochmal nachkorrigieren, wie ich es jetzt hier mache. So. Aber dann hättest du im Endeffekt die wichtigsten Teile von deiner Silhouette schon gefunden und dann sind die restlichen Dinge eigentlich nur noch Details. Ja, das Wichtigste hast du wirklich mit diesen Schritten bereits festgehalten. Das heißt, du könntest jetzt noch so Sachen einzeichnen, wie zum Beispiel das Nasenbein, ja, hier oberhalb von der Nasenhöhle mit ein paar Strichen. Generell kannst du hier die Hilfslinien dann auch wegradieren. Ja, die Mittellinie zum Beispiel, die brauchst du dann nicht mehr. Ich mach's mal kurz. So, und alles, was jetzt noch fehlt, sind eben wirklich Details, wie zum Beispiel ja, diese kleine Einbuchtung hier zwischen
Oberkiefer, Unterkiefer, da hat es Löcher, weil der Unterkiefer natürlich eigentlich nur so ein gebogener Bogen ist. Da sehen wir so ein bisschen was vom Hintergrund durch. Und dann hätten wir hier eben auch schon die Zahnlinie, da wo Ober- und Unterkiefer aufeinanderstoßen. Da hätten wir die Zahnlinie von der Trennung obere, untere Zähne. Die kannst du einmal einzeichnen. Ganz grob, musst du auch nicht abzählen. Und natürlich auch die unteren Zähne. Wobei es sich hier auch besser macht, das noch als kleiner Tipp, wenn du wirklich realistisch zeichnen willst, ich gehe jetzt schon fast wieder in eine bisschen zu Cartoony-Richtung, dass du die oberen Zähne wie mit so einem kleinen Bogen einzeichnest. Weil so sind sie auch angeordnet. Ja, also wirklich übertreib's mal in so einem Bogen. Da kannst du eigentlich auch die Mittellinie noch ein bisschen mehr beugen, wenn du möchtest. So hier in etwa. Und dann die Zähne drauf einzeichnen zum Beispiel. Reicht auch nur angedeutet, ich würde dir nicht empfehlen, alle Linien durchzuziehen. Gerade hier in der Mitte macht es sich oft besser, wenn du da einfach nur das Zahnfleisch so ein bisschen andeutest, beziehungsweise da, wo es starten würde, haben wir einen Schädel und dann eben auch die untere Reihe der Zähne. So, und damit hättest du jetzt auch schon einen realistischen Schädel in vereinfachter Form gezeichnet. Wenn du willst, kannst du jetzt natürlich noch weitere Details hinzufügen, das Ganze ausschattieren, hier und da mit dunkleren Tönen arbeiten. Das Ganze mache ich jetzt aber einmal im Timelapse, weil das Wichtigste haben wir jetzt hier schon mit den Proportionen geklärt. Und dann solltest du auch schon deinen eigenen, realistisch gezeichneten Schädel vor dir liegen haben. Toll, oder? Natürlich war das jetzt alles nur eine ganz grobe Zusammenfassung zum Zeichnen eines Schädels. Und das auch nur in dieser frontalen Ansicht. Wenn du noch tiefer in das Zeichnen speziell von Gesichtern bzw. Porträts inklusive verschiedener Schädelansichten einsteigen möchtest, empfehle ich dir meinen Online-Kurs Digitale Porträts zeichnen Masterclass. Wenn du hingegen noch gar keine Ahnung vom Zeichnen hast und du noch kompletter Anfänger bist, egal ob digital oder traditionell, schau einmal in mein kostenloses Zeichnerkit. In diesem Kurs erkläre ich dir alles, was du für den optimalen Start zum schnellen und effektiven Zeichnen lernen benötigst. Die Links findest du in der Beschreibung. Ja, und ansonsten war es das mit diesem Tutorial. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann hinterlasse bitte einen Daumen nach oben und am besten auch ein Abo für diesen Kanal, um zukünftige Videos für digitale Kreative nicht zu verpassen. Und dann gilt jetzt wie immer, bleib kreativ und bis bald!